Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So look, Also schau. Paul is telling us for continually eating and drinking with the wrong spirit. Paulus ermahnt uns, nicht mit einer falschen Gesinnung zu essen und zu trinken. Now remember, Erinnere dich daran, they did not fall into some sin and now they were judged. dass die Korinther nicht in eine Sünde gefallen sind und nun beurteilt wurden. That was a lifestyle that they had chosen to live. Es war ein Lebensstil, für den sie sich entschieden hatten. It was a sin that they continually lived with and had not repented. Es war eine Sünde, in der sie fortwährend lebten und die sie nicht bereuten. May I remind you of something? Darf ich dich an etwas erinnern? When Paul read that letter, they did not use WhatsApp, neither did they use Telegram. Als Paulus diesen Brief schrieb, hatten sie weder WhatsApp noch Telegram. They didn't do that once and people immediately sent him a WhatsApp and then he said, oh, let me fix this, I'll send him a WhatsApp. Sie haben das nicht einmal gemacht. Die Leute haben Paulus sofort eine WhatsApp geschickt und dann hat er geantwortet, oh, ich bringe das in Ordnung, ich schicke Ihnen eine WhatsApp. Now, do you remember Erinnerst du dich daran? that Paul said, I have been told many times, that's what he said in verse 18. Dass Paulus sagte, es ist mir schon oft berichtet worden. Das sagt er in Vers 18. How can it be told many times in a time where there is no technology? Wie konnte er in einer Zeit, in der es noch keine Technologien gab, schon so oft davon hören? They wrote a letter. Sie schrieben einen Brief. It probably took months before he got it. Es dauerte wahrscheinlich Monate, bis Paulus ihn bekam. And he got it from many different sources. Er erfuhr es aus vielen unterschiedlichen Quellen. So that church has developed a lifestyle of ignoring the body of Christ. Diese Gemeinde hat also einen Lebensstil entwickelt, bei dem sie den Leib Christi ignorierte. Living totally selfishly. Sie lebte völlig selbstsüchtig, Ignoring the poor to remain hungry while they were full. ignorierte die Armen, die hungrig blieben, während sie selbst satt waren. This is why I like verse 29 in the Passion. Deshalb gefällt mir Vers 29 in der Passion-Übersetzung. For continually eating and drinking with the wrong spirit. Denn wer ständig mit einer falschen Gesinnung isst und trinkt, Now, don't you say, sag jetzt nicht, I'm glad Reinhard you told me this because I haven't done it continually. I've just done it the last 2 weeks. ich bin froh, Reinhard, dass du das gesagt hast, denn ich habe es nicht schon immer getan. Ich habe es nur in den letzten 2 Wochen getan. Listen, if you're still doing it, you're doing it continually. Wenn du es immer noch tust, dann tust du es fortwährend. It's a serious thing. Das ist eine ernstzunehmende Sache. And then he says that we bring the judgment upon ourselves. Dann sagt Paulus, dass wir das Gericht über uns selbst bringen, Because we are basically not recognizing or dishonoring the body. weil wir den Leib im Grunde nicht anerkennen oder nicht ehren. See, verse 29 has typically been translated or interpreted by many people Vers 29 wurde von vielen Menschen wie folgt übersetzt oder interpretiert. that they have not recognized the body of Jesus himself, Die Menschen haben den Leib von Jesus selbst nicht anerkannt, the one who was broken for their healing. der für ihre Heilung gebrochen wurde. But I've never believed this. Das habe ich aber nie geglaubt. I've simply never believed it because the context doesn't justify that. Ich habe es einfach nie geglaubt, weil der Kontext das nicht rechtfertigt. I remember when I was a teenager and first heard about this being preached. Ich erinnere mich, dass ich ein Teenager war, als ich zum ersten Mal darüber eine Predigt hörte. And when I heard this interpretation, Ich hörte die Auslegung, that they are sick because they did not recognize that the body of Jesus was broken for them to be healed. dass die Menschen krank seien, weil sie nicht erkannt hätten, dass der Leib Jesu gebrochen wurde, um sie zu heilen. I remember as a teenager I thought, but that's not what Paul is talking about. Ich erinnere mich, dass ich als Teenager dachte, aber davon spricht Paulus doch gar nicht. Paul starts the entire conversation with how they ignored the members of the body. Paulus beginnt das ganze Gespräch damit, dass sie die Glieder des Leibes ignoriert haben. So if you continue to take communion, Dass du weiterhin am Abendmahl teilnimmst and if you continue while you do that to dishonor your brothers and sisters, und dabei deine Brüder und Schwestern nicht ehrst, yes, it includes the one you don't like. ja, dies schließt auch diejenigen ein, die du nicht magst.
And imagine, Stell dir vor, it even includes the one who've sinned against you. es schließt sogar diejenigen ein, die gegen dich gesündigt haben. I'm going to throw something in very, very radical here. Ich werfe jetzt mal etwas äußerst Radikales ein. In that service, In dieser Versammlung, I guarantee there was the man who also had sex with his father's wife. war garantiert auch dieser Mann, der mit der Frau seines Vaters geschlafen hat. Because Paul writes it in that exact same letter. Denn Paulus schreibt das in genau diesem Brief. It was one letter. Es war ein Brief. So that same guy was part of that meeting. Also war derselbe Mann Teil dieser Versammlung. May I suggest Darf ich also sagen, it even includes the one who has cheated you, dass es auch denjenigen einschließt, der dich betrogen hat? even includes the one who has been awful to you? Sogar denjenigen, der schrecklich zu dir war? Yes, it includes everybody. Ja, es schließt alle ein. In that same church, In der gleichen Gemeinde, Paul said there were people taking each other to court. sagt Paulus, gab es Leute, die sich gegenseitig vor Gericht brachten. And in that same letter, Paul said, Im selben Brief sagt Paulus, it is better to be cheated than to take your brother to court. es ist besser betrogen zu werden, als seinen Bruder vor Gericht zu bringen. So I want you to understand again the context of the whole letter, of the whole church. Ich möchte, dass du noch einmal den Kontext der ganzen Gemeinde verstehst. It was not a church full of nice people that you had to honor. Es war keine Gemeinde voller netter Leute, die man ehren musste. It was a church full of not so nice people that you still had to honor. Es war eine Gemeinde voller nicht so netter Menschen, die man trotzdem ehren musste. However, you have been treated by Christian brothers and sisters. Wie auch immer du von deinen christlichen Brüdern und Schwestern behandelt wirst, You have to understand. musst du verstehen, Every time you dishonor any one of them, you have dishonored Jesus himself. dass jedes Mal, wenn du einen von ihnen entehrst, du auch Jesus selbst entehrst. Then, if you continue to live like this, Wenn du so weiterlebst, you will bring judgment upon yourself. bringst du das Gericht über dich selbst. It is not even worth it. Das ist es überhaupt nicht wert. Let's become Christians Lass uns Christen werden, who know how to take communion die wissen, wie man das Abendmahl nimmt and to know how to honor the brothers and sisters. und die wissen, wie man die Brüder und Schwestern ehrt. See you guys tomorrow. Bis morgen!